voll integrierte Wohnmobile ja von Weinsberg, der CC 700 MEG, ja, Modelljahr 2021. Wir stehen auf der Caravan Expo. Hier ist Maja. Grüß dich, Maja. Hallo. Ja, wir haben es ja schon kennengelernt. Ja, du bist die Spezialistin im Sitzumbauen. Ja, ich werde das noch. Du wirst das noch, aber es war gar nicht so einfach, oder? Nein, war es wirklich nicht. Aber wenn man es dann weiß, wie es funktioniert, dann ist es ganz simpel gewesen. Dann ist es einfach, ja. Zwei Mädels, dein Alter? Wie alt du bist? 20. 20, du? 23. 23, ja. Du bist aus Rheinland-Pfalz, du hilfst mir so ein bisschen, ja. Du kommst aus dem Radio, bist Radiomoderatorin, hast das erste Mal eine Campingmesse und gecampt bist du noch gar nicht. Richtig. Das muss geändert werden. Und wir drehen heute den ganzen Tag. Kannst du das verstehen, dass Leute so scharf sind auf Camping? Mittlerweile ja. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir selbst sehr, sehr gut gefallen. Also würde ich auch nicht Nein sagen. So ist das. So, wir gehen am besten mal rein. MEG, für was steht das? Einzelbettfahrzeug. Das ist ein Fahrzeug, was hinten auch wieder eine Liegewiese hat. Ja, MEG. Hier vorne ist es drin. Liegewiese mit drin. Voll LED-Scheinwerfer. Das heißt, ein etwas anderer Schnitt, sage ich jetzt mal. Und das ist ja jedem selbst überlassen, was für einen Schnitt er braucht. Es kann ja zum Beispiel sein, wir haben gerade eben noch, ich verweise auf das Video, CC steht da? Caracore 650 MF, der hat ein kleines Bett hinten. Könnte zum Beispiel für jemand sein, ein Künstler zum Beispiel, der unterwegs ist auf Reisen, der braucht gar kein großes Bett, oder? Der will aber ein großes Bad haben. Ja. Gut, verstanden. So, hier sind die verschiedenen Grundrisse. Da haben wir einmal MEG und wir werden noch ein Video machen, nämlich über den zweiten MEG. Ist der jetzt anders? Nein. Also die sind das sind beides gleiche Modelle. Gleiches Modelle, werden wir gleich mal schauen. Also CC 700 MEG, wahrscheinlich habt ihr damit gerechnet, dass so viele Leute da sind, ja. Jetzt ist ja der Zuschaueransturm im Moment ein bisschen verhalten, oder? Ja, momentan noch. Wir hoffen ja, dass sich das ändert. Heute ist Freitag, morgen ist Samstag. Genau. Das ist normalerweise der zuschauerstärkste Tag, aber wir werden das Fahrzeug mal präsentieren. Voll LED-Scheinwerfer, das bedeutet, hier sind keine normalen Glühbirnen mehr drin. Genau, das ist richtig. Wirkt auch einfach edler, macht ordentlich was her. Busspiegel, das ist ja auch schon mal, wenn man die so sieht, ja, ich glaube, die braucht man auch, oder? Ja, die braucht man definitiv. Das heißt, ich habe eine richtige Rundumsicht und ich kann auch komplett hier sehen, was ist neben mir, was ist vor mir und so weiter. Ich habe eine sehr, sehr übersichtliche Sicht, weil ich direkt praktisch von vorne, ich zeige es mal gerade, wo ich hier sitze, rausgucke. Und ich kann praktisch aufstehen, da kann ich von vorne nach runter gucken, oder? Genau, man kann von vorne runter gucken. Man hat das Glück, dass man weiter über die Schulter gucken kann als bei einem normalen teilintegrierten, da wir einmal diese Rundumsicht haben. Easy Travel Box, was ist das? Weißt du es? So, sollen wir mal reingucken? Wir gucken rein. Liebe Patricia, ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt wirklich die Easy Travel Box ist oder ob da sich das jemand... Den anderen, wir haben das ja vorhin auch schon gesehen. Ja, da ist der Wassertank. Genau, das Wassertank, der Stromanschluss wieder, den man von unten einmal durchziehen kann und die Tankablässe. So, da unten ist die Durchreiche. Hier habe ich die Tankablässe, das heißt, ich habe einmal einen Frischwassertank, den kann ich entleeren, zum Beispiel im Winter. Genau, und den Abwassertank. So, hier vorne wird er dann auch befüllt. Das ist relativ übersichtlich. Das heißt, ich habe keine Schlauchleitung, ein Tank, Ende. Genau, so ist das. Also hier wird er befüllt. Das ist eine Serviceklappe, um den Tank einfach auszuwischen. Die ist auch relativ groß. Man kann sie auch auflassen im Winter zum Beispiel, dass er komplett trocken wird. Ja, so ist es. Ja, Trumeheizung ist mit drin. Ist eine Luftheizung. Ja. So, hier vorne habe ich Leichtmetallfelgen mit drin. Und hier sieht man auch schon so ein bisschen, das schwenkt aus. Das Heck zwar nicht sehr viel, aber es ist schon ein langes Fahrzeug. Ja, also der hat gut was an Länge dabei. Dafür aber auch wieder eine wahnsinnig große Heckgarage. Das zeigen wir gleich mal. Wir werden euch gleich mal die ganz genauen Maße verraten, bevor wir hier schätzen. 700 könnte ja für 7 Meter stehen, aber wie lange ganz genau ist, werden wir gleich mal erfahren. Die ist von beiden Seiten auch befüllbar? Die kann man auch von beiden Seiten wieder befüllen. Macht ja auch Sinn. Ich kriege ordentlich was rein und je nachdem, wo ich ran muss, gehe ich von rechts oder von links dann in die Garage. Da vorne ist das Service-Kit, falls ich irgendwas habe, Reifenpanne und so weiter. Dann die Parzoösen. Von hinten sieht er übrigens so aus. Da würde ich mir natürlich zweimal überlegen, ob ich da jetzt noch einen Radträger dran mache, der das Ganze ja nicht besonders hübsch macht, ja. Das stimmt, aber jeder so wie er das möchte und
Ist ja auch eine gute Alternative, wenn man mit mehreren Personen reist, damit man die Garage voll nutzen kann. Ja. So, hier vorne, ich zeig's mal gerade, jetzt wissen wir es, die Länge 7,41 Meter. So. Das heißt, das ist jetzt schon die Königsklasse, so ein bisschen, geht da fast an 8 Meter ran. Geht in Italien, aus eigener Erfahrung geht's noch. So bis 8 Meter kommst du noch durch, aber über 8 Meter wird es in Italien echt eng. Die Breite, ich guck mal gerade, 2,32 Meter. Auch das ist so an der Grenze. Also das nächste wäre 2,50 Meter. Ich denke, das ist übersichtlich. Übrigens, in den Mautstellen ist es halb so schlimm mit 2,30. Meine eigene Erfahrung. Und es wiegt leer 2930 Kilogramm. Auch hier ist das Thema Zuladung, Masse im fahrbereiten Zustand 3085. Das heißt, ja, allzu viel geht hier nicht. Auflastung das Thema, ne? Genau, also auch wieder, je nachdem mit wie viel Personen man reist, was man alles mitnimmt, rate ich zur Auflastung. Dann hat man noch Platz nach oben. Ja, der Motor, hier ist der große Motor drin, 180 PS, der kostet 6.521 Aufpreis. Ja, gibt es ab 58.000 € das Fahrzeug. Ja, hier steht 84, aber es ist eine Wertanlage. Das heißt, auch wenn ich das finanzieren lasse, kostet zum Beispiel auf 120 Monate 806 €. Hier ein Angebot von der Sparkasse zum Beispiel. Ich zeige es mal gerade. So ist das hier gerechnet, dass die Leute einfach mal sehen können, das geht so zu dem Preis, ohne Anzahlung, richtig? Ohne Anzahlung und man kann jederzeit alles, was 1 € über der Rate ist, dazwischen schießen, ohne dass man eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlt. Ja, hier vorne habe ich denn noch, das ist die Kassettentoilette, die drin ist. Ja, wir gucken einfach mal kurz rein. Das Hubbett ist immer drin, gell? Genau, das Hubbett ist Serie bei den Fahrzeugen. Hier vorne Leute drehen sich mal um und hier sieht man ganz klar, okay. Ja, Sie können gern drin bleiben, aber dann wären Sie im Fernsehen. Super, sehr schön. Ja, hier können wir mal reingucken. Also hier hinten habe ich dann die Längsbetten. Genau. Die kann ich denn zu einer Art Liegewiese umbauen? Genau, also jetzt ist gerade der Umbau schon quasi erfolgt. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, Genau, zeig mal bitte. genau, die Möglichkeit, dass ich das hier alles aus Matratzenteil nehme. Das hier alles nach hinten schiebe. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei den anderen, gell? Genau, wie bei dem, wo wir vorhin schon einmal auf dem Fahrzeug. Und die Leiter, die wird mit eingeschoben. Genau, die wird mit eingeschoben und jetzt habe ich 2 Einzelbetten. Gut, der Vorteil ist, der Einstieg ist ein bisschen einfacher. Ich brauche die Leiter nicht. Genau. Habe ein bisschen mehr Platz, kommen hier an die Schränke besser ran. Genau. So, hier sind 2 große Schränke. Das ist ähnlich dem Teilintegrierten, gell? Genau, Hinten. ähnlich dem Teilintegrierten, in dem wir vorhin waren. Vom hinteren Teil auch wieder mit der Tür, die man als Raumtrenner nutzen kann. Ja. Ich zeig das nochmal. So, das heißt, wenn die Tür hier zu ist, dann zeige ich es mal gerade, wenn du das mal gerade zulässt, bitte. Ja. Ich gehe mal kurz nach hinten. So, und jetzt sieht man, links ist die Dusche und auf der rechten Seite ist die Toilette, da kann ich mich dann fertig machen und alles ist komplett abgetrennt. Das heißt, ich habe ein ganz großes Schlaf/Raumbad. Ja, vielen Dank, kommt noch mal rein. Das ist natürlich schon gut gelöst. Das heißt, ich kann mich hier komplett fertig machen, muss natürlich vorher meine Sachen, die ich anziehen will, dann mitnehmen. Wo ist der Kleiderschrank? Der Kleiderschrank befindet sich Ach, das würde auch gehen, der ist unten drunter. hier drunter. Warte, ich zeige das mal gerade. Dort kann man auch Kleider hinhängen. Genau, da kann man auf der einen Seite sind Einlegeböden, auf der anderen Seite eine Kleiderstange. Okay, dann nehme ich alles zurück. Das heißt, wenn ich diese Tür zumache, dann habe ich meine Kleiderschränke, habe hier die Schränke, habe mein Bad und kann mich komplett fertig machen, quasi. Das ist möglich. Was bei dem Modell jetzt nochmal schön ist, der hat das neue Panoramafenster von Weinsberg verbaut. Das Wow. gibt es jetzt ab diesem Modelljahr. Ich habe die Möglichkeit, die Lampe hier rauszunehmen und dann habe ich hier wirklich komplett ein Dach, wo ich Sterne mit. Die Lampe, die ist nur für die Messe, muss man sagen. Das ist normalerweise ist die nicht mit drin und das Dach ist riesengroß. Das geht, ich zeige es mal gerade komplett. Das geht komplett über die ganze Breite. Das ist neu, oder? Das ist neu, ab diesem Modelljahr, ja. Schade, dass die Lampe in der Mitte ist, ja, nie. Man Zeigt das hat gar hier nicht. dann auch noch einmal Fliegengitterrollo. Für Sommernächte kann man das dann auch offen lassen oder die Verdunklung. Also das Fenster ist gut und gerne 1 Meter lang. Also Ja. das ist Wahnsinn. Das heißt, ich kann das Fahrzeug sehr, sehr schnell entlüften. Wenn ich jetzt vom Strand komme oder so, ist sehr heiß, Ja. hab eine riesen Öffnung mit drin. Ja, Längsbetten, Querbetten. Ist das hier was für große Leute quasi? Genau, also Längsbetten werden erfahrungsgemäß jetzt aus den letzten 3 Jahren bevorzugt, weil
ja, man hat die extrem breite Liegefläche, die man beim Querbett meist nicht hat. Und auch einfach die Länge. Man fühlt sich nicht eingeengt, weil die Füße in den Raum ragen. Ist so ein kleines bisschen mehr wie ein normales Bett, oder? Genau, ja. Das heißt, man fühlt sich wie zu Hause, so eher ein bisschen mehr. Außerdem, ich glaube, dass das so ist, dass die Leute am Campingplatz her sind, ja, und der eine sagt, hier, guck mal meine Längsbetten oder meine Querbetten oder meine was weiß ich, ja. Ich habe ein Querbett, muss auch sagen, also das macht das Fahrzeug kompakter, ist etwas kürzer, aber das ist Geschmackssache. Hier oben kann ich Sachen reinlegen, Und auch man hier muss nicht übereinander klettern. übereinander klettern. Genau, das ist auch ein Argument von ganz vielen Kunden, gerade etwas ältere Pärchen, die sagen, nee, wir müssen nachts auch mal auf die Toilette und wir wollen nicht mehr permanent übereinander wegklettern. Ist das halt eine super Alternative. Ja, mein Längsbett ist ja, das hat am Ende eine ganz kleine Öffnung, da kann ich hin rein. Ja. Aber da steht immer mein Koffer, dann falle ich doch drüber. Du hast recht, man klettert dann drüber. Ja. So, Dusche, die ist groß. Du bist 1 Meter und? 1,73 Meter. Also So. Jetzt ist noch das Brett drin, Das- gerade noch ein Boden drin. Ja, Ich habe aber trotzdem noch Luft, also ich kann das Brett sonst auch einmal rausnehmen. mach mal bitte. Ich kann mit dem Brett duschen? Das Brett muss raus, das dient dafür, dass man den Platz, wenn das Brett drin ist, man kann sich draufstellen, man kann ihn als Ablagefläche nutzen. Okay. Und die Duschwanne ist geschützter. Ich leg den mal wieder. Genau, das kann nicht passieren, wenn da was drauf fällt, was Schweres, da kann die schon mal kaputt gehen. So, und dann habe ich hier auch wieder So, zeig mal oben. Platz nach oben. Die Duschwanne. So, jetzt ist der Teppich wieder drin, aber das Genau. geht. Das Das heißt, ich habe eine richtige Duschwanne drin, kann die Und zuklappen. dann halt auch wieder, jetzt sieht man das, nach hinten wahnsinnig viel Platz. Unten nochmal wieder eine separate Ablage oder einen separaten Tritt. Maja, jetzt mal Hand aufs Herz. Du schläfst im Wohnmobil, Ja. ne? Du duschst auch drin Ich dusche auch drin, ja. und es geht gut. Das geht gut, ja. Also, funktioniert. Ja, es ist ja so, es ist nicht dasselbe wie zu Hause. Das heißt, man duscht anders. Man hat ja einen 100-Liter-Tank. Wenn du da duschen würdest wie zu Hause, dann wäre einmal duschen, wäre der Tank leer, oder? Genau, das stimmt, ja. Man ist da sparsamer vom Wasser. Ja, man ist definitiv sparsamer. Es sei denn, man hat wirklich Lust, jeden Tag loszufahren nach jeder Dusche. Ja. Und ich Oder- bin alleine. Oder Gießkanne, das ist die Alternative. Ja. 37 Mal laufen. Das ist so. Ja, du hast heute viel gelernt, Patricia. Mega viel. Voll integriert, teilintegriert. Aber Wie weißt kriege du, ich. Sven, was mir Was denn? besonders gut gefällt? Ja, warte. Also du hast hier einen riesigen Spiegel, ja? Mhm. Und hier hast du auch nochmal einen kleinen Spiegel. Okay, und? Ja, das ist toll. Ja, was ist da? Okay, Frauen. Die können gar nicht genug Spiegel haben. Ach, das heißt, du hast einen Spiegel, da kannst du dich komplett drin sehen, von oben bis unten, Ja, gell? genau. Und das geht, der ist ja sehr schmal. Oh gut, du bist ja auch schmal. Jetzt mal gucken. Danke. Nein, aber je weiter man weg ist, man sieht sich komplett in dem Spiegel? Ja, Fast. ja, Kann sich drehen. ja. Und der geht tatsächlich von oben bis unten. Siehst du mal, auf was Frauen so achten. Wo wir Männer denken, das wäre total aber ich glaube, eine Sache ist ziemlich wichtig bei Frauen. Ja, das ist, dass man Ordnung halten kann in einem Wohnwagen. Dass man also wirklich, weil es gibt nichts Schlimmeres wie Männer, die das nicht beherzigen, die alles rumliegen lassen. Die denken, Urlaub ist ja immer noch Zelturlaub. Nee, ich glaube, die wollen es so ordentlich haben wie zu Hause. Ja, also das stimmt. Ich kenne das selber und ja, das ist schon, ich habe in meinem Wohnmobil gerade auch einen großen Schrank und da bin ich auch wahnsinnig froh drüber, weil man nimmt Ja. so viel mit, Handtücher, Klamotten, Jacken, dies, das, wenn man das alles ordentlich verstauen kann. Ich glaube, es gibt noch einen Tipp, den habe ich jetzt in 7 Jahren Camping gelernt. Nimm nicht zu viel Besteck mit. Also ich habe genau 2 Messer, 2 Gabeln, 2 Ich Löffel. auch für mich, für die Messezeit. Und das langt, man spült nämlich viel Genau. öfter. Ja. Ja, das reicht und zur Not, man hat hier hat hier auch genug Platz, um noch. Das könnte ja auch die große Familie sein. Dann, wie gesagt, dann sind es 4 Gabeln. Du hast jetzt spezielles Besteck mit, also Campingbesteck, oder? Momentan für mich, ich campe momentan eigentlich nur auf der Messe, habe ich normales von zu Hause dabei. Ist das so jetzt der erste große Urlaub mit dem Camper, also mit so einem großen? Letztes Jahr auf der Messe habe ich auch schon mit einem noch größeren Auto gecampt. So, du bist 20 Jahre alt, hast Führerschein Klasse B, fährst jetzt quasi einen kleinen LKW. War es schwer? Nein, also nicht mehr. Das macht die Erfahrung. So, da ihr ja viel Erfahrung habt, wisst ihr, was jetzt kommt. Aber natürlich. Okay. Denn wir haben ein Hubbett und die Mädels haben gerade eben geübt, wie man, und liebe Leute von Weinsberg, guckt euch dieses Video an, nach bereits einmal Trial and Error können die Mädels jetzt perfekt, guckt euch das an, mit einem Zug. Wow. So, und jetzt muss der andere Sitz, der muss auch noch, den könnte man aber so lassen, auch nach vorne klappen, gell?
Den kann man auch so lassen. Und dann einmal, Ein bisschen unhandlicher an der Seite. stimmt, ist der Spiegel verkehrt. Also andersrum geht's besser. Ich bin Rechtshänder. Ja, Ich muss ihn. genau, wir drehen ihn mal. Ich krieg sonst mit rechts nicht so rum hin. Aber ich habe die Uhr gestoppt, ist noch nicht mal eine Minute rum. Was uns toll ist, hier ist eine Aussparung drin. Man muss nicht jedes Mal hin und her. Ja. Also du konntest den Sitz jetzt einfach so drehen. Ja, du eckst quasi nicht an diese Eckbank an, ne? Weil die da so eine Einbindung hat. So, herzlichen Glückwunsch. Hier oben sind übrigens die Einsparungen noch mal mit drin. Also dass da noch ein bisschen mehr Platz ist. Genau. Und jetzt kommt die Premiere. Jetzt kann die Maja, weil sie das ja schon geübt hat beim letzten, sofort das Hubbett runterklappen. Hätte ich nie was anderes gemacht. Hätte nie was anderes gemacht. Das sieht auch wieder mega groß aus. Das ist groß, ja. Du bist 1,67. Ja. Wenn du dich mal gerade längs hinlegst und nicht quer. Okay. Ich würde mal gerade mal gern sehen, dass man ungefähr mal so ein Maß hat. Wenn jetzt... So, jetzt bist du, ich glaube, ziemlich bei. Die Beine gucken so ein bisschen raus. Ja. Ich denke mal, das sind so 1,50 Meter hat das? Ja. Ja, ungefähr. Und jetzt mal einmal quer. Okay. Das heißt, du könntest dir schon vorstellen, jetzt ein paar Kissen mit dazu, ein Buch, ein schönes oder ich sag jetzt mal ein Podcast oder was ist gerne in der Freizeit, was machst du gerne? Schlafen. Ja. Ja, also hier mit so ein paar Kissen und einer Kuscheldecke, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ja, man hat sein eigenes Fenster oben zur Entlüftung, was ganz praktisch ist. Sag mal, ich bin die ganze Zeit am Suchen, ob man das hier zumachen kann nach vorne. Da habe ich nichts gefunden jetzt. Was nach vorne zu machen kann? Geht hier, oder? Damit? Nee. Das ist für die Seite. Für die Seite. Nein, Nee, dass man hier zumachen kann, dachte ich. Hier ist halt nur wieder Der Rausfallschutz. Netz, aber einen Vorhang für hier vorne gibt es nicht. So, kann man aber wahrscheinlich irgendwie, naja, ich lasse es mal offen. Maja, wir gehen am besten mal raus. Ja. Den Kühlschrank haben wir in den anderen Videos schon gezeigt. Genau, Der ist jetzt machen wir riesengroß einmal auf. und Ein Automatikkühlschrank. der ist so groß wie du. Der geht zwar nicht bis zum ganzen Boden, hat hier unten noch so ein Flaschenfach mit drin, oben Automatik. Das Bad haben wir gezeigt. In dem anderen, ich glaube, hier haben wir es noch nicht gezeigt, oder? Komm, wir halten noch mal kurz rein. Einmal hab ich aufgemacht. Ja, mach noch mal auf. Das wir noch mal kurz reinhalten. Denn auch hier ist die Toilette. Die kann ich drehen, also wenn ich lange Beine habe. drehen. So, das ist die Toilette und hier vorne kann ich dann rausgucken. Warte mal kurz, ich zeig mal gerade da rein in die Schränke. Boah, der ist ja groß. Der ist ja riesig. Und ich habe einen großen Spiegel, der ist direkt hier dran. Ja. Alles ist immer ein bisschen anders, oder? Bei jedem. Das stimmt. Und man findet immer neue Sachen raus. Boah, ist das krass. Angenommen, ihr habt jetzt 50, 60 verschiedene Modelle auf dem Hof und jedes ist anders. Wie will man sich denn da entscheiden? Schwierig. Also deshalb am besten ist wirklich, oder ich mache das immer so, ich filter vorab, bevor ich den Kunden überhaupt irgendein Wohnmobil zeige, raus, was möchten die Kunden, was kann ich mir vorstellen und gucke dann, dass ich das Passende finde. Ja, das Aber Schöne- man ist total überfordert. Das Schöne ist, im Jahr 2020 konntest du sagen, naja, wenn sie sich nicht entscheiden können, das ist das letzte Modell. Ist wirklich so, oder? Ja, das ist dieses Jahr wirklich so. Das ist ja. ganz krass. Die Leute haben euch den Hof leer gekauft, ja? Ja, komplett. Also, Und es war auch so, ich sag mal so, entsprechend jetzt die Diskussion um die Modelle, du hattest noch 4 Stück da und da sagen die, naja gut, längst wird es auch gut. ja, das ist wirklich so. Dieses Jahr war das, oder ist es gut besucht alles. Ja, ich denke mal, es reißt aber nicht mehr ab, oder? Das heißt, im Moment bei euch auf dem Hof ist auch die Hölle los, oder? Ja, also alles größtenteils momentan verkauft. Wir freuen uns jetzt, neue Autos zu kriegen und zu verkaufen. So, die Vororder, wie geht ihr denn da vor? Ich nehme an, die Werke können ja auch nur eine bestimmte Anzahl von Wohnmobil bauen, oder? Das stimmt, also wir haben die Möglichkeit jetzt in der Messezeit halt alles nochmal neu zu bestellen. Aber ich sag mal jetzt das Modelljahr fängt jetzt erst an. Und ich denke mal, dass wir jetzt zwischen Ende des Jahres und Anfang des Jahres mal einen Break machen. Dass das Werk erstmal hinterherkommt mit dem Produzieren. Ja, Break auch für dich, denn ein ganz großes Thema war ja auch Arbeit. Ihr habt wirklich lange und durchgearbeitet, samstags, teilweise auch sonntags habt ihr durchgearbeitet. Das war so, die Grenzen waren erreicht, oder? Ja, das stimmt. Jetzt noch oder mittendrin im Nachhinein gleich die Messe. Ja. Aber es macht ja Spaß. So, ja, dann kommt mal runter. Sie studiert Journalismus. Also ich benutze sie nicht nur als Maß für die Größe von Betten,
sondern wir wollen nämlich eins erreichen. Wir sind 11 Tage zusammen auf der Messe. Du bist absoluter Neuling. Ich möchte gerne, dass du mir anschließend mal erzählst, wie so die Eindrücke sind. Und ich glaube, die Leute werden das so ein bisschen von Video zu Video kennenlernen, was du erlebt hast. Und ob du so langsam das Thema Camping verstehst. Weil du hast ja nicht mit Leuten gesprochen, die campen, oder? Gesprochen ja, aber selbst irgendeine Erfahrung darin gemacht, nein. Das ist so. Nämlich Camping ist ja nicht nur, es gibt ja die stehen ganz alleine und es gibt die stellen sich zusammen auf Stellplätze und die treffen sich untereinander. Das heißt, man ist so ein bisschen Mitglied im Club, oder? Ja, das stimmt. Und auf dem Campingplatz ist es halt auch wirklich so, die Camper sind wahnsinnig offen. Jeder Nachbar kommt mal rüber, sagt Hallo, setzt sich mal mit hin. Das ist schon eine coole Erfahrung. Ja, und wenn man dann mit einem neuen Kara, mein Gott, viele lernen das nie, Kara-Core, ich guck mal vorne aufs Schild, 700 MEG dann ankommt, spätestens dann stehen auch viele da und sagen, darf ich da mal reingucken? Das ist so, oder? Ja, das stimmt. Da sollte man auch nicht böse sein, sondern Nee, Leute und sind... gerade wenn es was Neues ist, ein neuer Grundriss, eine neue Marke, die nicht so bekannt ist, gucken die Leute gerne. Ja, Video Nummer 5 war ja, ich denke, für heute ist gut. Du bist ziemlich K.O. im Moment, habe ich das Gefühl, oder? Hättest du gedacht, dass es so anstrengend ist? Nein, bisher eigentlich nicht, aber es hat Spaß gemacht. Ja, das freut mich sehr. Ja, hat sie gut gemacht, oder? Mega, also für ihr erstes Mal überhaupt vor der Kamera, mega. So ist das. Ja, wenn Sie Lust haben, CC 700M EG Kara Core, so heißt es nämlich. Modelljahr 2021 und ihr seid in Braunschweig, richtig? Genau, wir sind in Braunschweig. Ihr seid praktisch Händler hier auf der Messe, ihr vertretet da, also ihr macht auch die Beratung mit für Weinsberg. Genau, wir machen die Beratung, sind Händler und verkaufen auch Weinsberg-Fahrzeuge vor Ort. Brinkmann heißt der Händler, wenn Sie es mal googeln wollen oder mal zur Maja kommen möchten. Buchheld heißt sie. Genau. Und sie arbeitet da fest da. Danke, tschüss.